Lieben, heute ist es nun endlich soweit. Ich habe die Zeit gefunden, um dieses tolle Tool, um was mich viele von euch gebeten haben, endlich einmal zu zeigen, wie ich das hergestellt habe. Und ich werde es nochmal versuchen. Wie gesagt, das ist nicht so besonders hübsch und schön geworden, aber es ist absolut zweckmäßig und eigentlich auch ganz einfach zu machen. Passt schön auf, vielleicht könnt ihr euch das selber machen, wenn ihr eine Werkstatt habt, oder vielleicht kennt ihr jemanden, der euch ein Stück Holz zusägen kann, weil das ist eigentlich das Allereinzige, was wirklich wichtig ist. Den Rest kann man eigentlich schon von alleine zu Hause, auch ohne großes Werkzeug und ohne große Geräte herstellen. Also wie gesagt, wichtig ist eine Säge, kann auch eine Handsäge sein, weil das ist nicht wirklich viel Holz. Und als allererstes markiere ich mir hier die Stelle, die ich absägen muss. Das sind so ungefähr 7 cm. Die Leiste hat eine Stärke von 8 bis 9 mm und dann geht es schon los. Wie gesagt, schön aufpassen, Finger weit weg und das Tool zusägen. Das geht wie gesagt auch mit einer Handsäge. Ich markiere mir jetzt nochmal die Stelle von 1 mal 1 cm, die ich dann aussägen werde, und auf der anderen Seite etwas weniger, so ungefähr 5 mm mal 5 mm, dass man das auch vielleicht für kleinere Stücke verwenden kann. So habt ihr eigentlich ein Tool, was ihr beidseitig nutzen könnt. Das ist auch relativ simpel, wie gesagt, ein kleines Viereck noch aussägen und dann geht es weiter. Und ich benutze hier eine Metallsäge, weil das Sägeblatt etwas feiner ist. Also das bekommt man sicherlich auch mit einer feinen Holz- oder Laubsäge gut zurechtgesägt. Die hatte ich jetzt aber nicht zur Verfügung und so musste jetzt die Metallsäge daran glauben. Die Kanten sind jetzt noch etwas rau. Ich nehme jetzt dazu etwas Schleifpapier und werde die rauen Stellen beseitigen, so viel wie möglich. Und dann wird das Ganze wieder eingespannt und dann geht es eigentlich so an den schwierigsten Teil, was jetzt so das Tool anbelangt. Der Rest war ja schon relativ simpel. Aber jetzt wird es wirklich ein bisschen kritisch und da braucht ihr eine ganz feine Säge dazu. Deshalb habe ich mir, wie gesagt, diese Metallsäge hier genommen. Weil in der Mitte muss jetzt rundherum eigentlich eine Kerbe eingesägt werden, also gar nicht mal so tief, so vielleicht 2 mm. Und das ist recht schwierig. Ich setze dazu die Säge vorne erst an und dann auch nach hinten nochmal und werde dann versuchen, die beiden angesägten Ecken miteinander zu verbinden und habe dann letztendlich hoffentlich eine Kerbe da in der Mitte drin.
Und das Ganze mache ich rundherum, bis natürlich auf diese ausgesägten Stellen, weil der ganze Draht, der wird einmal hier eingefädelt, der wird jetzt einmal rundherum gezogen um das Stück Holz und wird dann auch befestigt. Ich verwende hier Kantaldraht, weil der mir eigentlich am stabilsten erscheint und auch nicht rostet. Ihr könnt aber sicherlich auch jeden anderen Draht dafür verwenden. Nur sollte er natürlich möglichst rostfrei sein, weil sonst das Ganze irgendwann kaputt geht. Was ja eigentlich auch nicht schlimm wäre, weil ihr könnt den Draht jederzeit wieder neu ersetzen. Und das ist jetzt hier der schwierigste Teil des Ganzen, und zwar müsst ihr versuchen, den Draht in die einzelnen Einkerbungen dort einzulegen und dann festzuziehen. Dazu nehme ich beide Enden aneinander und drehe sie so lange, bis sich das Ganze spannt. Es macht sich ganz gut, wenn man hier so eine Zange, so eine kleine Kneifzange hat, und dann könnt ihr das Ganze zusammendrehen. Der Draht ist jetzt schön festgespannt, das Ganze sieht jetzt so aus. Jetzt kommt noch einmal rundherum etwas Plastikfolie, also etwas Klebeband, sodass man sich nicht verletzt. Ich werde auch noch die Stelle, die dann zusammengeknotet ist, etwas einklopfen, damit da keine spitzen Kanten draus sind. Wie gesagt, da kommt noch etwas Klebeband drüber und dann ist das Ganze schon fertig. So, und für diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, zeige ich das nochmal, was ich mit diesem Tool mache. Einige von euch kennen das ja schon und ich zeige euch jetzt ganz kurz an einem Beispiel, was man damit machen kann und was damit überhaupt gemeint ist. Ich verwende dieses Tool hauptsächlich bei der Plattentechnik. Da bietet sich das an, wenn man da viele Kanten hat, die man zusammenschlickern muss. Und das macht sich einfach besser, wenn man zwei schräge Seiten zusammenschlickert, als wenn man jetzt nur zwei gerade Seiten hat. Das hält auch zum einen besser und es sieht auch eigentlich besser aus und lässt sich auch viel leichter verarbeiten. Vielleicht kennt ihr das aus dem Holzbereich. Also gutes Beispiel ist vielleicht ein Bilderrahmen. Da sieht man das immer ganz genau, dass die Ecken ja auch nicht gerade aufeinander verleimt sind, sondern dass die angeschrägt sind mit einer Gärungssäge, und das ist eigentlich nichts anderes hier. Und zum Anschrägen nehme ich dann nur noch das Tool und lege mir den Ton auf ein Brett und fahre mit der geraden Unterseite, die liegt jetzt wirklich schön auf dem Brett, fahre nur einmal an dem Ton entlang und schon habe ich eine gleichmäßige Schnittfläche, die hier entstanden ist.
So ihr Lieben, und weil ich natürlich nicht nur einen gefertigt habe, sondern gleich ein paar mehr, kommen diese 3 natürlich jetzt in die Verlosung. Schreibt mir in die Kommentare, was euch am meisten bei den Töpfersachen interessiert, worüber ich vielleicht ein neues Video machen soll oder welche Fragen noch offen sind. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Und alle, die teilnehmen werden, werden natürlich in den Lostopf kommen und ich ziehe dann 3 oder lasse vielleicht meinen kleinen Enkel wieder ziehen. Und dann werden die verschickt an euch. Ansonsten dem Rest, den ich dann nicht berücksichtigen kann, wünsche ich viel Spaß bei den nächsten Videos, beziehungsweise vielleicht macht ihr euch das Tool auch selber. Schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich werde die auch vermutlich alle beantworten, wenn ich die Zeit finde. Ich sage schon mal Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal.